anderen so ähnlich. Aber sie sind jünger. Ja. Mein Name ist Borges, nicht? Ich wollte jetzt hier das Zimmer haben. Ja, kann ich das jetzt bekommen? Das Zimmer 19 hat er verlangt. Ach, was?
Merkwürdig. Wir sind zwei und doch ein und dasselbe. Im Traum, da ist aber nichts merkwürdig. Dann ist dies alles ein Traum? Ich bin sicher, das ist mein letzter Traum. Du dagegen wirst noch viel zu träumen haben, bevor du an diese Nacht gelangst. Welches Datum hast du? Ja, ich weiß nicht recht. Aber gestern wurde ich 61 Jahre alt. Wenn dein Wachen bis zu dieser Nacht gelangt ist, wirst du gestern 84 geworden sein. Heute haben wir den 25. August 1983. So viele Jahre muss ich noch warten? Mir bleibt nichts mehr. Jeden Augenblick kann ich sterben. Und mich in dem verlieren, von dem ich nichts weiß. Ich träume immer noch vom Doppelgänger. Das abgedroschene Thema, das ich vor den Spiegeln habe. Ja, und von Stevens. Ich wusste, dass sie das zustoßen würde. Hier in einem der unteren Zimmer begannen wir vor Jahren mit dem Entwurf der Selbstmordgeschichte. Ja, aber ich sehe den Zusammenhang nicht. In jedem Entwurf hatte ich eine einfache Fahrkarte nach Outro G gelöst. Und einmal im Hotel Hilbert angekommen bin ich nach oben, Zimmer 19 gegangen, das abseits von den anderen Licht. Dort habe ich mich umgebracht. Ja, deshalb bin ich hier. Hier? Ja, hier? Wir sind doch hier immer. Hier träume ich dich. Von dir, aus dem Haus der Kalle Maipü, gehe ich gerade weg. Mutters Zimmer? Ich träume dich im Zimmer 19 im oberen Stockwerk. Wer träumt wen? Ich weiß, dass ich dich träume, aber ich weiß nicht, ob du mich träumst. Das Hotel in A3G wurde schon vor so vielen Jahren abgerissen, vor 20, vielleicht vor 30. Wer weiß das schon? Der Träumer bin ich. Ist dir nicht klar, dass es darauf ankommt, ob nur einer träumt oder zwei einander träumen? Ich bin euch sicher. Borges bin immer noch ich. Und ich sterbe hier gerade in der Kalle Maipü. Welches war der schrecklichste Augenblick unseres Lebens? Wir haben uns angelogen, weil wir uns als zwei und nicht als einer fühlen. In Wahrheit sind wir zwei und einer.
Und du? Willst du mir im Jahr 1983 nicht enthüllen, was die nächsten Jahre bringen? Was soll ich dir sagen, armer Boyes? Was soll ich dir sagen, die Plagen, an die du schon gewöhnt bist, werden immer wieder kommen. Du wirst in diesem Haus allein bleiben. Du wirst die Bücher ohne Buchstaben berühren. Das Medaillon von Swedenburg und das Etui mit dem Bundesverdienstkreuz. Blindheit ist nicht Finsternis, ist eine Form der Einsamkeit. Du wirst nach Island zurückkehren. Island? Das Island im Meer? In Rom wirst du die Verse von Keats wieder aufsagen, dessen Namen wie alle Namen in Wasser geschrieben waren. Ich bin nie in Rom gewesen. Es geschieht noch mehr. Du wirst unser bestes Gedicht schreiben. Eine Elegie. Auf den Tod von? Nein, sie wird länger leben als du. Du wirst das Buch schreiben, von dem wir so lange geträumt haben. Um 1979 wirst du begreifen, dass dein angebliches Werk nichts weiter ist als eine Reihe von Entwürfen. Entwürfen für alles Mögliche. Der Irrglaube, der uns den Faust von Goethe zugefügt hat, Salammbô, die Ulysses. Ich habe viele Seiten vollgeschrieben. Und am Ende hast du begriffen, dass du nichts zustande gebracht hast? Schlimmer. Ich begriff, dass es ein Meisterwerk war, in des Wortes überwältigendster Bedeutung. Meine guten Vorsätze hatten die ersten Seiten nicht überdauert. Auf den folgenden standen dann die Labyrinthe, die Messer, der Mann, der sich für ein Abbild, das Spiegelbild, das sich für wirklich hält, der Tiger der Nächte, die Schlachten, die im Blut wieder aufleben, Juan Murana, der blinde Unselige, das Altenglische, wieder aufgesagt an den Abenden. Tja, dazu die falschen Erinnerungen, das Doppelspiel der Symbole, die glatte Handlung der Fantasielosigkeit, die unvollkommenen Symmetrien, die die Kritiker mit Lust aufspüren, die nicht immer falschen Zitate. Hast du das Buch veröffentlicht? Ich spielte ohne Überzeugung mit der melodramatischen Absicht, es zu vernichten. Vielleicht zu verbrennen. Schließlich veröffentlichte ich es unter einem Pseudonym in Madrid. Man sprach von einem Nachläufer von Boyes, der leider nicht Boyes wäre, nur äußerlich sein Vorbild kopiert hätte. Du schätzt schon, ja, na, sehen immer schwitzt. Jenes Buch war einer der Wege, die mich zu dieser Nacht geführt haben. Die Demütigung des Alters. Die Überzeugung, jeden Tag schon einmal erlebt zu haben. Ich werde das Buch nicht schreiben. Du wirst. Meine Worte, jetzt Gegenwart, werden kaum mehr als eine Erinnerung an einen Traum sein. Du bist sicher, dass du sterben wirst? Ja. Ich verspüre eine Art von Süße und Erleichterung, wie ich sie noch nie verspürt habe. Ich kann es nicht teilen. Alle Worte bedürfen einer gemeinsamen Erfahrung. Aber sag doch mal, warum scheint dich das so zu ärgern, was ich sage? Weil wir uns so ähnlich sind. Ich hasse dein Gesicht, das meine Karikatur ist. Ich hasse deine Stimme, die mich nachäfft. Und ich hasse deinen geschwollenen Satzbau, der meine ist. Ich auch. Darum habe ich beschlossen, Selbstmord zu begehen. Es ist der Letzte. Die Stoiker lehren, dass wir uns nicht über das Leben beklagen sollen. Die Tür des Kerkers stehe offen.
Ja, ich habe das immer so verstanden. Aber Trägheit und Feigheit ließen mich zögern. Vor etwa 12 Tagen hielt ich in La Plata einen Vortrag über das 6. Buch der Aeneis. Plötzlich, während ich ein Hexameter skandierte, wusste ich, welches mein Weg ist. Ich fasste den Entschluss. Seit jedem Augenblick habe ich mich unverwundbar gefühlt. Mein Los wird das deine sein. Du wirst eine jähe Offenbarung mitten im Latein und im Vergil erfahren und zugleich wirst du dieses sonderbare Zwiegespräch ganz vergessen haben, das sich in 2 Zeiten und an 2 Orten abspielt. Wenn du es wieder träumst, wirst du der sein, der ich bin, und du wirst mein Traum sein. Ich werde es nicht vergessen und morgen niederschreiben. Das wird auf den Grund deiner Erinnerungen sinken. Unter den Gezeiten der Träume. Wenn du es niederschreibst, wirst du meinen, eine fantastische Geschichte zu werden. Jetzt wird es noch nicht sein. Dir fehlen noch Jahre.
You